Stellt euch vor, ihr seid in einer Stadt voller Gegensätze. Auf der einen Seite Streetfood, auf der anderen Seite glamouröse Wolkenkratzer. Und das alles oft nur einen einzigen Schritt voneinander entfernt. Willkommen in Kuala Lumpur. In den letzten Monaten haben wir gelernt, wie unglaublich günstig man die Großstädte hier in Südostasien bereisen kann. Wir haben wirklich viele gute Unterkünfte gefunden für 30 € die Nacht. Aber heute werfen wir mal einen Blick in die andere Richtung, denn heute wollen wir wissen, was bekommt man hier in Kuala Lumpur für 100 € die Nacht. Wir finden es gemeinsam heraus. Let's go! Aber bevor wir damit starten, werfen wir mal einen Blick in eine Unterkunft, die es für 30 € die Nacht gibt. Und in so einer Unterkunft befinden wir uns hier tatsächlich gerade. Denn wir sind hier in einer modernen Duplex-Wohnung mit Loft-Charakter. Küche, Gästebad, Hauptbad, Schlafzimmer, das alles mit hohen Decken und offenem Design. Ist das nicht schon beeindruckend? Das Beste daran ist aber diese gigantische Fensterfront mit einem atemberaubenden Blick über die Skyline von Kuala Lumpur. Wir befinden uns hier nämlich im 16. Stock, direkt über einer Mall, die alles bietet, was man zum Leben braucht. Und als wäre das nicht genug, gibt es auf der Dachterrasse auch noch einen Infinity Pool mit Stadtblick, einem Gym und jede Menge Platz zum Entspannen im 51. Stock. Wir sind 250 Meter über dem Boden. Das ist die höchste Brücke in ganz Kuala Lumpur, die zwei Gebäude miteinander verbindet. Und ich merke auch hier, es wackelt ein bisschen. Das ist ekelhaft. Aber wir können mal gemeinsam runterschauen. Scheiße. Oh Gott. Und jetzt haltet euch fest, diese Wohnung kostet uns gerade einmal 31 € pro Nacht. Das sind 15,50 € pro Person oder in Deutschland wäre es eine Pizza mit einem Getränk. Wirklich krass. Und hier kriegst du einen Pool, du kriegst ein Gym, du kriegst eine voll ausgestattete Wohnung und grandiosen Ausblick auf die Stadt. Ganz nach dem Motto, es ist nicht alles Gold, was glänzt, müssen wir hier auch zugeben, dass nicht alles so perfekt ist. Die Qualität der Möbel ist zum Beispiel nicht so gut, das Holz blättert an der einen oder anderen Stelle ab, es gibt Wasserflecken an den Wänden und der größte Minuspunkt ist hier auf jeden Fall die Lage, denn wir sind 10 Kilometer außerhalb der Stadt, was schon ein ganz schönes Stück ist. Aber gleichzeitig stellt man sich natürlich schon die Frage, was wäre, wenn wir mal ein bisschen mehr ausgeben? Was ist, wenn wir mal nicht so auf unser Budget achten müssen? Und genau das wollen wir nun gemeinsam herausfinden. Denn was bekommt man für 100 € die Nacht hier in Kuala Lumpur? Wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen bei The Platinum Suites. Im Vergleich zu vorher merkt man sofort, dass man hier direkt in der Innenstadt ist. Chinatown ist nebenan, die Petronas Towers sind von hier aus fußläufig zu erreichen und auch der zum Shoppen berühmte Stadtteil Bukit Bintang ist direkt nebenan. Das Gebäude sieht imposant aus, hat 51 Stockwerke und soll einiges bieten. Wir checken das jetzt mal gemeinsam aus. Und damit herzlich willkommen, Leute, zur Luxusversion des Apartments hier in Kuala Lumpur. Wir sind gerade angekommen, wir sind im 16. Stock. Das ist ungefähr mittig vom Gebäude, nicht ganz so weit oben. Wir haben gerade mal die Schuhe ausgezogen und jetzt entdecken wir zusammen einmal dieses Apartment hier. Also sind wirklich auch unsere ersten Impressionen. Der erste Eindruck ist schon sehr, sehr, sehr Premium, muss man sagen. Wir sind hier schon in diesem sehr weitläufigen Wohnzimmer, das wirklich gigantisch ist, verglichen mit den Apartments, die wir sonst so sehen. Wir haben den großen Essbereich, dahinter diese riesige Fensterfront, die es natürlich auch nochmal viel offener macht, als es sonst so wirken würde. Mit einer super krassen Aussicht. Aber das ist noch nicht alles, denn dazu gehört natürlich auch noch hier der ganze Wohnbereich, den wir hier haben. Okay, dann kommen wir einmal weiter in den nächsten Raum, würde ich es mal nennen, in die Küche. Und die sieht wirklich auch schon sehr Premium aus. Es fühlt sich auch sehr, sehr gut an, muss man sagen. Wir haben hier
eigentlich alles, außer das, was wir gerne in Deutschland haben. Natürlich einen Backofen haben wir hier nicht. Wir haben einen fetten Kühlschrank, wir haben eine Kochfläche mit Abzug, wir haben anscheinend sehr viel Stauraum und wir haben eine Mikrowelle zusammen mit der Waschmaschine. Was will man mehr, ehrlich, oder? Wir werden wahrscheinlich auch die Tage hier ein bisschen kochen, meistens so Frühstück, abends gehen wir dann raus. Aber so viel dazu, gehen wir weiter. Hier sind übrigens die Lichtschalter, alle ein bisschen versteckt. Wir haben hier noch mehr Stauraum, was auch sehr fancy aussieht. Wir gehen erstmal ins Badezimmer, würde ich dann sagen. Auch wieder sehr geräumig, ne? Aber was willst du hier groß haben? Eine ebenerdige Dusche, ich glaube so nennt man das. Ja, sieht schick aus mit diesem Marmorstein. Okay, damit kommen wir zum Herzstück des ganzen Apartments. Ich habe es noch nicht gesehen, ich gehe mal rückwärts rein. Wir können es mal zusammen entdecken. Wow, also das ist doch schon wie ein eigenes Hotelzimmer, oder? Sieht sehr krass aus. Das ist das Schlafzimmer. Also wir haben ein King-Size-Bett, wirklich sehr, sehr groß. Wir haben Schränke. Wir haben hier nochmal einen extra Fernseher, Klimaanlage. Wir können hier komplett dicht ziehen, denn es ist später auch dunkel. Wow, ich glaube, das Beste kommt noch. Wow. Dann fehlt, glaube ich, nur noch eins. Ich mache den Betttest. Bist du bereit? Oh, das ist geil. Oh, man kann einfach auf den Tower gucken. Das ist so krass, ne? Aber genauso wie im Budget-Apartment ist es auch hier so, dass es natürlich nicht nur der Raum oder das Apartment an sich ist. Dazu gehört noch mehr und das checken wir jetzt aus. Let's go! Stopp. Aber bevor wir das tun, müssen wir uns einmal bei unseren langjährigen Partnern bedanken. Sie haben uns schon damals in Mailand unterstützt, sie haben unseren Hausstand aufgenommen und nicht nur das, sie haben uns auch stets ermutigt, an unseren Träumen und Wünschen festzuhalten. Und auch bei dieser Reise haben sie uns wieder den Rücken frei gehalten, denn sie haben schon wieder unseren gesamten Hausstand aufgenommen und als wäre das nicht schon genug, haben sie zu Weihnachten auch noch das Budget für dieses Video hier zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, Ute und Jürgen. Vielen Dank, ihr seid die besten Partner bei all unseren Abenteuern. Und jetzt weiter im Video. So viel dazu. Das Apartment sieht auf jeden Fall klasse aus. Aber bevor wir nun mit der obersten Etage weitermachen, schauen wir uns erstmal die Umgebung an. Wir gehen mal raus und schauen, was es hier so zu entdecken gibt. Let's go! Als wir so unterwegs waren, haben wir natürlich auch total die Zeit vergessen, weshalb wir uns nun mal auf den Heimweg machen und ein bisschen die Zeit im Apartment genießen wollen.
Wir haben jetzt übrigens schon den nächsten Tag. Gestern ist noch einiges passiert, aber das kann ich euch gleich einmal in Ruhe erzählen. Wir fahren jetzt erstmal nach oben. Okay, denn zu dem Apartment gehört noch eine Dachterrasse im 51. Stock, die überdacht ist, auf dem ein Infinity Pool ist, der ziemlich lang gezogen ist, an dem auch schon morgens um 10 Uhr relativ viel los ist tatsächlich. Aber wir können uns das Ganze ja einmal gemeinsam anschauen. Okay, und wir haben hier heute um 10 Uhr morgens auch ziemlich Glück mit dem Wetter. Das soll sich wahrscheinlich später noch ändern. Aber wir schauen uns erstmal an, was wir hier alles sehen können. Wir können wirklich wahnsinnig weit gucken. Wir können die beiden Tower sehen, die wir auch schon aus unserem Hotel sehen. Wir können über die ganzen anderen Gebäude, die aus unserem Zimmer vor uns sind, können wir hier hinweg schauen. Und so haben wir, wenn wir hier noch ein Stück weitergehen, sogar einen Blick auf die Petronas Towers. Das Wahrzeichen der Stadt Kuala Lumpur. Und neben dem Pool gibt es natürlich noch ein Fitnesscenter, was wir uns jetzt auch einmal gemeinsam anschauen. Okay, und hier sind auch schon 2 Leute am Trainieren, deswegen will ich gar nicht so laut sein. Und auf den ersten Blick sieht das Gym tatsächlich vollständig aus. Es gibt für alles was. Es gibt was für den Rücken, was für die Brust. Man hat hier einen kleinen Freihandelbereich, wo man sich auch austoben kann. Laufbänder. Ich kann es leider nicht testen aktuell, weil ich immer noch ein bisschen angeschlagen bin von der Grippe, die mich schon seit ein paar Tagen verfolgt. Aber auf den ersten Blick scheint es hier auf jeden Fall ein solides Gym zu sein. Bevor wir nun aber gleich zum Fazit kommen, müssen wir nochmal über ein Thema sprechen, was uns am ersten Tag am Abend passiert ist. Und das ist wirklich unangenehm. Da möchte ich fast schon eine kleine Triggerwarnung aussprechen, denn uns hat es so richtig geekelt. Es hat angefangen, als wir uns abends schön das Risotto gekocht haben. Wir haben uns vorher noch eine Flasche Wein geholt. Die kriegt man hier in Kuala Lumpur auch gar nicht so leicht, weil es ein muslimisches Land ist. War auch dementsprechend nicht ganz so günstig. Und wir haben uns echt gefreut, in diesem schönen Apartment einen schönen Abend miteinander zu verbringen. Und als wir so gekocht haben, es langsam dunkel wurde draußen, da fing es an, dass aus allen Löchern einfach Kakerlaken gekommen sind. Und das war wirklich, 1, 2 sind wir hier überall in allen Apartments schon mal begegnet. Normalerweise machen wir sie weg und dann ist gut, aber es hat nicht aufgehört. Es ging so weit, dass wir dann nachher unserem Vermieter geschrieben haben, die haben noch jemanden geschickt, der die weggeklatscht hat, mit Gift noch durch die Bude gegangen ist und es hat trotzdem nicht aufgehört. Teilweise sind im Schlafzimmer 4 Stück gleichzeitig da über den Boden gekrabbelt und es ekelt mich jetzt, wenn ich nur daran denke. Schon total. Und das ist eine Sache, bei der es uns auf jeden Fall schwerfällt, damit umzugehen, denn auf der einen Seite hat uns das Hotel nachher die gesamte Nacht erstattet, die wir dort bezahlt haben. Und wir haben am nächsten Tag ein neues Apartment bekommen, im gleichen Gebäude, ein bisschen höher, wo gar nichts mehr war. Also da haben wir nicht eine einzige Kakerlake gesehen. Dennoch war der ganze Service wirklich unter aller Sau. Also ich musste mich ständig melden, ich musste hinter allem hinterherbetteln, bis es nachher so in die Richtung ging, okay, wir könnten jetzt einfach kostenfrei ausziehen, aber sie würden uns nichts erstatten, dann wollten sie uns 20, dann 50 und am Ende, weil ich mich wirklich beschwert habe und mit dem Manager telefoniert habe, da haben sie uns dann die ganze Nacht erstattet. So viel dazu, das möchte ich einfach vorweg mit euch teilen und jetzt geht es langsam rein ins Fazit. Und somit wird es Zeit, uns eine abschließende Meinung zu bilden. Kommen wir zum ersten, zum Budget Apartment. Was ich finde, was für uns einfach aktuell die allerbeste Art von Unterkünften ist. Wir können ja gut unseren Alltag nachgehen, wir können mal wieder unsere Hobbys ausführen, wir haben Platz, um auch getrennt voneinander mal zu arbeiten, aber auch viel Platz, um zusammen zu kochen oder abends mal einen Film im Bett zu schauen. Es ist wirklich für uns optimal. Der Pool und das Gym sind natürlich ein absoluter Pluspunkt und die Lage hier, nun ja, die können wir als Langzeitreisende gut verkraften, denn wir sind gut angebunden und kommen jederzeit gut in die Innenstadt, wenn wir es mal wollen. Auf der anderen Seite haben wir das
ich nenne es mal Luxus-Apartment, das zwar eine perfekte Lage hat und auch die Innenausstattung hat sich deutlich luxuriöser angefühlt. Dennoch, das persönliche Umfeld war nicht ganz so passend und das, obwohl wir, sag ich mal, die Nähe zur Innenstadt schon genossen haben. Schlussendlich muss sich natürlich jeder selbst eine Meinung bilden, aber dass wir für das Apartment hier gerade einmal 31 € die Nacht bezahlen und für das andere das Dreifache, also wir haben für das andere Apartment 100 € die Nacht bezahlt und da nun ja auch zweifelhafte Erfahrungen gemacht, das ist schon, ja, das gibt uns auf jeden Fall zu bedenken, ob wir so etwas überhaupt noch einmal machen würden. Denn wir fühlen uns hier in dieser Wohnung schon extrem wohl und haben es auch bisher immer in diesen bis zu 30 € pro Nacht Apartments gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, wie es ist, hier für, sage ich mal, günstig Geld zu leben und auf der anderen Seite auch mal ein bisschen mehr Geld auszugeben, wenn man vielleicht nur für 2 Wochen hier in der Gegend ist. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich sehr, wenn ihr einen Kommentar schreibt über eure Meinung. Lasst mal gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, denn für uns ist die Reise noch lange nicht vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.